hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Alan. Baby, das war nur ein Albtraum. Alice. Namen bitte, Alan. Hartman? Bin ich Ich gefallen? musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir sind wieder im Cauldron Lake. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Was ich vergessen haben sollte. Ja, wir können ihm folgen. Ich möchte aber trotzdem noch mal mich ein bisschen umschauen. Okay, hier liegen wir im Bett. Wir haben so eine Infusion am Start. Und ich versuche gerade diesen Ort hier zu sehen. Also das ist... okay, aha. Das wird wahrscheinlich dieser Berg hier sein. Von welcher Perspektive aus? Vielleicht von der Dachperspektive hier? Ist das Mirror's Peak? Naja, auf jeden Fall dürften wir hier den Cauldron Lake vor uns haben und quasi, würde ich sagen, hinter der Tanne oder geradeaus vor uns müssten ja eigentlich noch die Reste von dem Steg der Hütte zu sehen sein, von dieser Divers Isle, die es ja anscheinend nicht mehr gibt, seit 30 Jahren oder mehr, 40 Jahren. Genau. Wake, aha. Naja, auf jeden Fall konnten wir von da unten aus ja hier dieses Anwesen sehen. Das war dieses große Haus, das hatte ich auch kommentiert. So, Amazon. Das hier ist Creator's Dilemma. Kann man ja auch einen Text lesen eigentlich. Now available, blah, blah, blah. The engaging new book by Emil Hartman, PhD, the author of the best-selling Creative Flow. His groundbreaking techniques, engagement therapy and the flow explained in his own words. Also ein Psychologe, der ja, würde ich sagen, weiß nicht, sich auf Schreibblockaden spezialisiert hat oder so. Aha, guck mal hier, Death Rally. Ist das nicht eins der ganz frühen Spiele von Remedy? Entertainment, was haben wir hier noch? Oh, Night Springs. Und hier, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich eine Anleitung von einer Xbox, schätze ich, ne? Oder?
Hier können wir rausgucken. Die andere Seite. Auf die Rückseite. Interessante Strukturen. So, also diese Geduldsspiele mit der Murmel hier. Wo man die... Kennt ihr die? Sowas habe ich auch mal gehabt. Hier sind so 2 Knöpfe, womit man diese Oberfläche hier mit den Löchern in der X- und Y-Ebene verschieben kann. Da legt man eine Kugel drauf und muss diese sozusagen durch Verschieben der Knöpfe entlang dieser Linie halt vom Start zum Ziel halt führen. Das ist so ein Geschicklichkeitsding. So, was haben wir hier? Okay. Das sieht aus wie so ein Developers Sketch von Alan Wake, wie man was macht. Okay. Hier im Spiel. Night Springs, was ist das hier? Lucky Limes. Aha. Wer auch immer das hier ist, Night Springs Fan. Beziehungsweise, ich schätze mal, Night Springs dürfte von The Twilight Zone inspiriert sein. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Ich möchte mir trotzdem noch mal die Zimmer der anderen angucken. Also hier ein Zimmer für einen Maler. Naja, hat man auch eine gute Aussicht. Hat man schöne Bilder, die man malen kann. Also schöne Aussichten, die man malen kann. Und was haben wir hier noch? Also das war Lane. Lane. Oh, hier kommen wir nicht rein. Schade eigentlich. Bei Desolate. Anderson. Oh, Anderson. Kann man hier irgendwas sehen? Ah, schau mal hier. Das Schild. So typisches Wikinger-Schild, ne? Ne, ich möchte dem noch nicht hinfolgen. Guck mal hier. Ein Bär im Schneidersitz. Und interessant. Eine Person im Nebel, im Nichts. Im Licht. Isoliert. Keine Ahnung. Oh, der Bär sieht auf jeden Fall cool aus. So, ist hier irgendwas Besonderes? Wäre auch lustig, wenn hier was heißt lustig? Ich kann mir vorstellen können, dass hier auch eine Teekanne versteckt ist. Thermoskanne. So, dann fahr mal. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Okay. Wow, das ist auch ein interessanter Twist auf die Realität. Wie die Episode heißt, das sind in der 4. Episode, die heißt dann The Truth, ne? Hier kommen wir auch nicht durch. Ah, das ist doch hier die Küste von Bright Falls, oder nicht? Wo die Schiffe andocken, oder? Naja, egal, keine Ahnung. Aha. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up.
Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Ah, das ist die Aussichtsbrauen, die wir gesehen haben. Von dem Bild. Diese Sonnenuhr, oder was das ist. Das ist eine Sonnenuhr, ich schätze, ne? Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. T.Z. Im Andenken an einen lieben Freund Poeten. Ja, ich schätze, T.Z. wird wohl Thomas Zane sein, schätze ich. In Tenebras Cadere. Tja, ich wünschte, ich wüsste, was das heißt. Cauldron Lake Lodge. 1812. Dude, das ist schon ziemlich nice. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Yes, it Cauldron is. Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Emerson. Hat ein T-Shirt von Bittrip Runner an. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll get involve him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Ja, das in seinem Zimmer waren wir ja. Da haben wir ja die Xbox gesehen und dieses Night's Fault. Wagner. Alan, please. Oh, der Ritt der Walküre. Wieder so eins der
der nordischen Anspielung hier. Was sonst soll sie trällern als eben das? Ach, und das ist der Maler. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Ah, guck mal hier. Wer hier sitzt. I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Ja. Look at that. Gute I'd Idee. hate to be out there tonight. Gute Idee. Guck mal, wen wir hier haben. Thor und Odin. Und Thor schwingt seinen Gummihammer. Seinen Gummimjölnir. Ich mag diese... Komm hier rein? Ne. Ich mag diese ganzen Andeutungen und Referenzen. Ja, ich weiß, wir müssen dem Hartmann folgen, aber das ist einfach zu spannend, um sich umzugucken. Na, wer bist du denn? Wow, die sieht aus wie die Alte von Misery. Naja, Stephen King-Andeutung gibt es ja auch eine Menge, wobei ich nie so der Stephen King-Fan war. Patient Rooms. Tja, oh, hier ist eine Kanne, die nehmen wir natürlich mit. So. Ich schätze nicht, dass wir hier rauskommen. So. Dann, bevor ich ihm folge, checke ich nochmal kurz hier ab, ob es hier noch was gibt. Hier gibt es auch nochmal in die Patienten-Lounge. Okay. Fernseher können wir nicht anmachen. Hier ist noch was zum Altscannen. Würde mich hier schon mal interessieren. Ah, hier ist noch eine Thermoskanne. Notieren. Nehmen wir die mit. Ja, hätte mich ja gewundert, wenn wir jetzt hier rein hätten reingehen können. Hier ist wieder die Eule. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Ah, das ist die von Misery, glaube ich. Das ist bestimmt eine Andeutung. Naja, mal gucken. So, achso, dann gab es hier noch, ja. Was haben wir hier noch für ein, haben wir noch ein interessantes Buch? Nicht wirklich. Staff. Natürlich nicht rein. Dann gehen wir weiter, hier ein normales Bücherregal. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und/oder Kreativphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn sie sich in ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld? Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und ihre Schwestermethode, der Fluss, funktionieren am besten, wenn Sie aktiv in ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie sie nicht zu stellen. Okay. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh,
What a storm! I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Alan. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Don't you think? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Okay. Was haben wir denn? Thomas Zanes Schriften und sein Assistent. Warum nennt er uns Tom? Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. It was clearing up. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me. About everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. Sorry, we have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. So tired. Built the farm close to the lake. A place of power. We
We had parties there, man. You should go there and have a party. That Bob Balder threw the F through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. Leukemia. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. I'm tired, man. So tired. Okay, also ich schätze, ja, was heißt schätze? Steht's ja auch, wir sollen zum Zimmer zurückgehen. Ja, also, ganz interessant hier eigentlich zuzuhören. Ha. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now, and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution so they can say they made a contribution. And then we end up with mullets in there because they think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets, and now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. My nightmare is the writers who want to make everything from the characters to the toasters talk all the time and express their feelings so they won't shut up. And the writers won't shut up either because they have feelings too. And I have to listen to them because they're not scared of me. And everyone should just shut up. Shut up. Shut up. But I don't see nightmares anymore because I'm too scary for them. I take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4 when I go to bed. And that makes me the scariest nightmare of all. Ja. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Das weiß ich. Besonders sympathisch ist er mir nicht gerade. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Mir ist gerade aufgefallen, der sitzt halt in der Cauldron, also da in der Hütte von der Insel, die es nicht mehr gibt, also in dem Fernseher, sitzt er dort und das sind diese beiden runden Fenster, von denen ich ausgesagt habe. Von außen aus gesehen sieht das Gesicht halt aus, sieht aus wie das Gesicht von einer Eule, das Haus. Und da hing ja auch gerade eine Eule, ich glaube, das war auch kein Zufall. Zwei Ritter, ein heller Ritter, ein dunkler Ritter. Und der dunkle Ritter der Nacht und der helle Hartman wanted me to write. des I Tages. knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Das ist Amazon. Bin ich das? Ja, ist Wake.